So, heute gibt es direkt die nächste Reaction auf Ranch of Rivershine und zwar heute auf New Stables, Pastures and Training Arenas, also die Ställe, die Ausläufe und auf die Trainingsstätten. Ich bin gespannt. So, ich hoffe jetzt, dass es heute mit dem Ton passt. Warum lädt das jetzt? Hi Okay, everyone, wir starten einfach mal and rein. I'm back with a new devlog about the Ranch of Rivershine. Recently, I've been focused on improving and polishing the core gameplay. Okay, also hier sagt sie jetzt gerade, dass sie sich darauf fokussiert, so den Kern vom Gameplay zu verändern. Ich glaube, das Video ist jetzt, oh Gott, 2 Monate alt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Stand da, glaube ich, eben drunter. And by that, I mean the kind of daily routine that you have at the ranch where you take care of your horses by brushing them, feeding them, mucking their stall. And so, und damit meint sie eben zum Beispiel eben das Daily Gameplay, die Pferde zu versorgen. Ich meine auch, das sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus. Guck mal, hier sind jetzt Symbole drin und es ist nicht mehr einfarbig, die Balken, sondern jeder Balken hat so irgendwie seine eigene Farbe, sag ich jetzt mal. and moving them between the pastures and the stables. So, wir können die Pferde auch führen. Oh, das Bild hier im Hintergrund schon wieder. Oh. So the first thing that I reworked was the stables. Now, the building that I had before looked fine, but I thought I could make it a little more spacious so it's easier to walk around in the building. And I also added bigger windows, so now you're a little more spacious, so it's easier. Before Warte mal, looked fine, but I thought I could make it a little more spacious so it's easier to Also es sieht jetzt irgendwie aufgeteilter aus als vorher. Kann das sein? walk around in the building. And I also added bigger windows. Ja, genau. Die Fenster sind auf jeden Fall größer geworden. So now you can see your horses from outdoors really easily. Hübsch. And there's more natural light that come in the stables. So, also es kommt mehr natürliches Licht rein. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass der Stall jetzt kleiner wirkt. Bin das nur ich? Overall, I think it just looks cuter now. And I also added doors to the stalls so it doesn't seem like your horses could just walk out of their stall whenever they want. In addition Stimmt, die hatten vorher gar keine Türen drin. to the stables, I also reworked how the pastures work. So now instead of having just one big pasture where you can turn out your horses, you have 4 pastures. Okay, wir hatten vorher nur eine große Weide und jetzt haben wir 4 unterschiedliche Weiden. There's still a bigger one in the center and then 3 smaller ones. Genau, eine große hier in der Mitte und da und da sind auch kleinere außen drumherum. On the side of it. At the start of the game, you're only going to have the center pasture that's unlocked and you're going to be able to upgrade your pastures. Also wir haben am Anfang nur die in der Mitte. Wir können aber mehr Weiden freischalten, wenn wir mit dem Handwerker, mit dem Carpenter ist eigentlich der Handwerker, ne? Oder der ich komme nicht drauf. Wie heißt ein Holzhandwerker? Zimmermann, so, nicht Schmied. Das gibt's doch nicht. Schreiner. Wenn wir mit dem Schreiner der Stadt reden. And build the other one with the help of a carpenter in town. But here you can see how it looks when everything is built. Ich liebe das Schnauben. And you can use these different pastures to split up your horses. So now they don't have to all stay together in a single one, but instead you can control where the horses go. Now to do that, I added gates that you can see along the pasture fences. You can leave those gates open or closed as you want. Ganz ehrlich, Leute, wie hübsch die Pferde einfach sind. So if everything is open, your horses can just walk freely between all the pastures. But if you separate your horses and close the gates, then they will just stay in their own pasture. For now, whether you leave your horses together or you split them up between the different pastures, it doesn't really change anything. So, also wir können zum Beispiel auch die Türen offen lassen zwischen den Weiden, dann können die Pferde weiterhin, also das ist eine riesengroße Weide quasi benutzen. Aber wir können sie halt zum Beispiel auch trennen, wie zum Beispiel Stuten- und Hengstweide könnte man jetzt ja zum Beispiel so sich überlegen. But I think this mechanic could become really interesting when I add breeding into the game. I was thinking there could be a feature where if you leave mares and stallions together in the same pasture, there is a small chance that the mare could Ah ja, habt ihr es gerade mitbekommen? Sie überlegt, dass sie das einbaut, dass es eine kleine Chance gibt, dass wenn man Stuten und Hengste zusammen auf eine Weide stellt, dass die Stute dann trächtig wird. get pregnant.
Now, I'm still not sure if I want to Finde ich gut. implement this idea because I think it could be a little annoying if your mares just randomly get pregnant. But Ja, sie weiß zwar noch nicht ganz genau, ob sie es wirklich reinbringt, weil es halt auch nervig sein könnte, dass die Stuten trächtig werden können, wenn man jetzt keinen Bock hat, die Pferde die ganze Zeit immer zu it would trennen. also add some realism to the game and would require more planning with how you leave your horses in the pasture. Ja, So, würde aber let me know if you definitiv would rather auch have mehr only breeding. Realismus bringen. Was würden wir denn lieber mögen? Puh, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil auf der einen Seite ist es halt wirklich mehr Arbeit, wenn wir die Pferde dauernd trennen müssen oder wirklich darauf achten müssen. Auf der anderen Seite ist Realismus eigentlich eine gute Sache. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt bevorzugen würde. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wie seht ihr das denn? That you specifically choose the parents or also have random breeding that might happen. I'm not going to be working on Ups, that oh. feature for a little while either way, so I still have some time to Habt ihr es gesehen? Das Pferd hat working gerade on breeding that das might Tor vom happen. Kopf gehauen I'm not bekommen. going to be working on that feature for a little Oh. while either way, so I still have some time to think about it. But I would love to hear what you guys think about this idea. You can also see in the pastures that we now have multiple little shelters. And again, just like the pastures aren't all going to be built from the start, the shelters wouldn't actually be there when you start a new game. This is just what it would look like once everything is built. These shelters Okay, also wir are können diese handy. Unterstände können wir auch freischalten, die auf den Weiden drauf sind. Die sind zum Beispiel für regnerische Tage oder für den Winter. Wir haben übrigens bislang, und das ist jetzt interessant, das hier zu lesen. Also ja, wir wussten ja schon, dass es Jahreszeiten gibt, dadurch, dass wir ja die Anzeige hier oben immer haben, was das für eine Jahreszeit ist. Aber ich finde es sehr interessant, dass es Wetter geben soll und scheinbar auch Wettereffekte, wenn sowas auch im Winter interessant ist für when die it's Pferde. raining or during the winter, so that your horses can still stay outside without getting too cold or getting sick from the weather. The last thing that I reworked around the ranch Or getting sick from the weather. Die Pferde können krank werden durchs Wetter. Also das hat Auswirkungen auf die Gesundheit, finde ich cool. So, Training Area. Ups, oh, da wollte ich gar nicht hin. Oh nein, Entschuldigung. last thing that I reworked around the ranch is the training area. So I regrouped the indoor and outdoor arenas to be close to each other because they were just kind of split up around the ranch and I just didn't like the whole layout of it. Das finde ich gut. Sie hat die Halle und den Außenplatz jetzt relativ dicht beieinander gelegt, damit das So nicht so I made a whole komplett area auseinander specifically verteilt for ist auf der training. Farm. And I also added a round pen next Und to it. ein Round For Pen now, haben you wir can't noch. really do anything specific in the round pen. You can still walk around it if you want, but I think it will come in handy, especially when I add foals in the game. The foals, obviously, you can't ride them to train them, so they're gonna have their own Okay, also momentan kann man noch nichts machen in dem Round Pen. Ich persönlich würde es sehr cool finden, wenn man da die Pferde vielleicht longieren könnte. Und ihr seht es hier schon, Fohlen bekommen ihr eigenes Training in Form von Minigames. Das finde ich cool. unique training mini games. For example, maybe you could lunge them or just handle them, make them walk around small obstacles to Ja, wir können die zum Beispiel vielleicht dann longieren oder über kleinere Hindernisse drüber laufen lassen. desensitize them. I'm not sure exactly what the Oh, guck foal mal hier. training will look like yet, but I think it will probably nee, da be ist ein- set in this round pen. So there's going to be more to come for this. Now, in addition to riding your horses, you can also lead them around. I decided to add this when I added the different pastures because you kind of need to be able to control each horse specifically to be able to move them around the pastures. And even them, sometimes they are a little bit hard to herd where you want them to go. But I think the leading is really fun and it's also super useful early on in the game when your horse doesn't trust you yet. Because as you work with your horse, Ja, das Führen hat eine wichtige Rolle, wenn das Pferd einem noch nicht so wirklich vertraut. Das Vertrauen wird wachsen zwischen uns und unseren Pferden, wenn wir uns um sie kümmern. and take care of them, their trust for you will grow and you'll be able to just whistle for them to come up to you or follow you. But when you've just bought a horse, for example, they don't trust you yet. So if you Ah ja, genau. Das mit dem Pfeifen hatten wir schon gesehen in einem der Gameplay-Videos, in den Trailern. Wir werden irgendwann pfeifen können und die Pferde kommen zu uns. Wenn sie aber ganz neu noch bei uns auf dem Hof sind, dann werden sie uns noch nicht genug vertrauen, um einfach dann so zu uns zu dappeln. want them to follow you around, you have to make sure to lead them. For now, there's only a white rope halter.
Aber wie schnell wir einfach rennen, wenn das Pferd hinter uns galoppieren muss, um Schritt zu halten. And a white leading robe that you can use, but later on I will for sure add more models for the halters in different colors so you can match it with your blankets or have a specific color per horse. I know people really like to match tag colors, so I'll be sure to include that in the game. I've also Finde ich auch cool. Sie sagt jetzt am Anfang gibt es halt nur das weiße Halfter und den weißen Führstrick. Es wird aber später mehrere Farben geben, die wir dann auch mit den Decken der Pferde zum Beispiel matchen können oder mit der Fellfarbe, wie es uns halt gefällt. Horse hat sie auch überarbeitet. So, was haben wir? Wir haben unterschiedliche Heuarten. Keine Ahnung, ob das wirklich Heusorten sind, die es so in echt gibt. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Futtermittel auch. Hay or grain or a tree, you can actually see the food model and see a horse eat it. I think it's really cute when you can see a horse interact with elements in the world. So I wanted to make sure to include that. Since you need to feed your horses every day, and especially once you have multiple horses, you're going to need a lot of consumable items. Now, of course, for it to be reliable, you can always buy those items at the village, but I've also added that they will just randomly spawn in the wild. So when you're walking around or riding your horse, you can just find different items that you can use. So for Okay, also sie sagt, wir werden ja jede Menge Sachen brauchen, da wir unsere Pferde jeden Tag versorgen müssen. Und wenn wir halt wirklich viele Pferde haben, dann werden wir sehr viel Futter brauchen. Die können wir entweder in der Stadt kaufen oder aber wir können sie hier beim Rumreiten in der Welt finden. Da spawnen die einfach. Ich bin mal gespannt, ob sie noch was dazu sagt, ob es vielleicht auch so eine Art Stallhilfe geben wird, weil je nachdem, wie viele Pferde wir haben, wäre es ja dann schon sonst sehr, sehr stressig, sich wirklich jeden Tag um alle kümmern zu müssen. For example, you can find straw to put in their stall, or you can find different types of hay, like alfalfa hay or orchard grass, and there's also treats like apples and carrots that you can find in the wild if you get lucky. Ja, Leckerchen sind scheinbar ein bisschen schwerer zu finden. Farm those items so you have them reliably every day. But Farming, warte mal. Farming these items will be a feature will be a feature added in the future. Feature und Future, ja, in einem Satz ist gar nicht so einfach. Also scheinbar werden wir die Sachen irgendwann auch anbauen können, das ist aber noch nicht bei Release. But for now, farming isn't in the game. It's not something that is a super core mechanic in the game, but I will definitely add it later on. Now, to give a bit more info about how feeding your horses work, the main thing that you need to feed your horse every day is hay. So as long as you feed them that, they won't be too hungry and they'll be okay. You can also just leave them in the pasture and also das Hauptsächliche, was sie brauchen, ist Heu und dann werden sie nicht, also es ist okay für die Versorgung. Also es ist ausreichend. Wir können sie aber auch einfach auf die Weide stellen, dass sie einfach Gras fressen. Genau, wir können ihnen scheinbar auch Müsli geben. Das ist halt so ein bisschen das Deluxe-Futter in Anführungsstrichen, wo die Pferde einfach einen Boost bekommen. Also besser sind im Training für den Tag, wo wir es damit gefüttert haben. For example, if you want to train your horse specifically for jumping or for flexibility, you'll be able to give them a special grain mix, and that will give them a training boost for the day. Treats are a little bit different, and you never actually need to feed them to your horse, but they do increase their energy for the day. Leckerchen müssen wir nicht unbedingt füttern. Verbessern aber die Energie für den Tag. Energy is super important because you consume it throughout the day as you train your horse and as you participate in competition. So if you're riding your horse around a lot, they might have no more energy. And when they run out of energy, they can't do certain activities or they can't gallop. So you definitely want to keep an eye on that. You can give them 1 treat per day to boost their energy, and it also, as a bonus, increase their trust in you. So if you're really trying to form a bond with your horse, also wir können irgendwann nichts mehr mit dem Pferd machen, quasi es kann auch nicht galoppieren, wenn es einfach zu müde ist. Das heißt, das sollten wir im Auge behalten. Wir können unserem Pferd nur ein Leckerchen am Tag geben. Was es aber auch mit sich bringt, ist, dass das Vertrauen dadurch erhöht wird. To give them 1 every day. Thank you everyone for watching this video. I hope you enjoyed the new content that I've been working on. I'm really trying my best to get this game done quickly and get a demo ready soon because I know that you guys are really excited to play it. In the meantime,
So, genau. Also sie versucht jetzt möglichst schnell auch mal eine Demo rauszubringen, die man spielen kann. I wrote a FAQ, frequently asked questions about the game, to kind of clarify my plans for the game and what I'm trying to do. So I wrote that. It's available both in the Discord and in the Steam. Auf dem Steam gibt es auch ein FAQ. Kann ich ja, wenn ihr Bock drauf habt, auch mal mit euch reinschauen und das so ein bisschen für euch übersetzen. Forums. I will add a link in the description to the FAQ if you would like to read more about the game. I'm also currently working on a roadmap, so you guys have a better idea of what will be included in the demo, in the full release, and what might come after as the post-release updates. I'm not 100% sure about the roadmap yet, which is why I haven't released it yet, but it should be coming soon. So, ja, und sie arbeitet an der Roadmap, wann wir uns ungefähr auf was freuen dürfen oder wenigstens in welcher Reihenfolge. Die habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Ich werde jetzt gleich nach diesem Video direkt mal schauen, ob ich die irgendwo finde. Ja, und dann schreibt doch mal in die Kommentare, vor allen Dingen auch hier, wie ihr das mit dem Züchten seht. Hier mit den Zufallsträchtigkeiten, sage ich jetzt mal, wenn man Hengste und Stuten zusammen auf eine Weide steckt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.